Habt ihr euch schon mal gefragt, wie man die perfekte Pasta wie in Italien selbst machen kann? Na, dann zeige ich euch heute das fünfteilige Pasta-Zubehör, das es exklusiv bei Rammershofen für die KitchenAid gibt. Das ist nämlich damit richtig einfach. Ich habe das selber vor Jahren schon mal mit diesem ganz normalen Handgerät ausprobiert, Pasta selber zu machen, fand das aber tatsächlich recht umständlich. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr das richtig schön hinbekommt und wie es damit auch wirklich einfach geht. Also hier ist erst einmal der Pinsel, damit reinigt ihr das Gerät. Und dann seht ihr hier auch wunderbar aufgereiht wirklich die Erfüllung der Pastaträume. Und habt ihr gewusst, dass die Italiener so verrückt mit der Pasta sind, wie wir Deutschen mit unseren Broten? Bei beiden sind ungefähr 8000 Varianten im Spiel. Regionale Unterschiede gibt es da natürlich. Und ich zeige euch jetzt heute die erste. Original-Pastateig wird meist mit Semola oder sehr hellem Mehl gemacht. Das könnt ihr jetzt wie ich hier mit Weizenmehl machen. Ich habe auch sonst die ganze Zeit schönes Semola-Mehl genommen, habe da auch nochmal alles unten in der Beschreibung verlinkt. Das Rezept, was auch nochmal zum Schluss kommt und das Zubehör findet ihr da auch nochmal alles. Und in jedem Fall vermischt ihr das Ganze, indem ihr das Mehl entweder auf die Arbeitsfläche gebt, dann macht ihr eine Kuhle, gebt die Eier, Salz und das Olivenöl hinzu. Salz und Olivenöl sind auch unterschiedlich. Die einen in einer Region geben das hinzu, in einer anderen gibt es das nicht. Also, das könnt ihr im schlimmsten Fall weglassen. Ich zeige euch gleich aber auch noch mal eine anfängerfreundlichere Variante. Und mit einer Gabel könnt ihr ganz leicht vorsichtig das Mehl von den Seiten zum Ei hineingeben. Und heute zeige ich euch das Original-Pasta-Rezept. Es wird aber auch zukünftig noch mal eine Variante mit Hefewasser natürlich und mit Sauerteig geben und selbstverständlich auch vegane Optionen. Also von daher seid gespannt und schreibt mir bitte doch mal in die Kommentare, was eure Lieblingspasta ist. Da bin ich wirklich schon sehr gespannt darauf und freue mich. Und vor allem freue ich mich riesig, dass ich euch das endlich zeigen kann. Da warte ich schon wirklich ganz lange drauf. Von daher bin ich froh, das jetzt hier endlich mal zu präsentieren. Also mit der Gabel ganz normal mischen, mischen, mischen. Also das, was ihr hier seht, ist wirklich das herkömmlichste und traditionellste, dass man das komplett mit der Hand macht. Es kann ja aber auch sein, dass ihr sagt, ich kann das nicht so gut haben oder meine Finger tun mir weh. Da habe ich gleich noch mal einen richtig schönen Tipp für euch. Ich verstreiche das jetzt erstmal grob so, dass die Eier mir nicht mehr weglaufen, dass das wirklich so drinne ist und dann kann ich hier kurz die Gabel reinigen. Danach nehme ich mir eine Teigkarte und hacke da so ein bisschen drauf ein. Also, damit wird das einmal noch mal miteinander vermischt. Kennt ihr sonst noch andere Varianten, den Pastateig selber zu machen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Theoretisch könnte man das auch komplett in der Küchenmaschine machen. Die Herausforderung ist, weil das so wenig Wasser ist das für die Maschine dann wirklich sehr kräftezehrend. Das ist ja auch bei den chinesischen Teig so, wenn ihr diese gefüllten Dampfnudeln habt. Der Teig ist auch mit sehr wenig Wasser. Und ihr könntet dann theoretisch den Teig auch mit viel Wasser machen, müsstet dann aber später bei den Pasta, wenn ihr die dann ausrollt, mehr Mehl hinzugeben. So, ich habe mir den Teig aber jetzt hier herkömmlich geknetet. Er wirkt jetzt noch ein bisschen rau. Dann könnt ihr es so machen, dass ihr ganz wenige Tropfen Wasser noch mit hinzugebt und ihn noch mal ein bisschen durchknetet. Aber seid da wirklich mit sparsam. Ein Pastateig muss richtig schön fest sein. Und wenn ihr so zufrieden seid mit der Konsistenz, dann sollte er noch mal 10 bis 20 Minuten ruhen. Auf jeden Fall luftdicht abgeschlossen, denn ansonsten wird er trocken. Und hier die Variante, die ein bisschen anfängerfreundlicher ist. Ich habe hier jetzt gerade Semola-Mehl in der Schüssel, gleiche Menge wie bei dem Mehl eben gerade. Gebe hier wieder die Eier hinzu und das Salz, ebenso das Öl. Wer kein Olivenöl da hat, nimmt einfach ein anderes Pflanzenöl
original natürlich mit der Olive. Und dann nehmt ihr einfach hier den Flachrührer und der vermischt das dann schon mal. Das heißt, die größte Arbeit nimmt das Gerät euch ab. Deswegen testet doch mal aus, was für euch am besten geht und schreibt es mir auch dann gerne in die Kommentare. Dann kann ich das für neue Videos auch gerne aufgreifen. Oder falls ihr noch mehr Tipps und Tricks haben wollt, dann schreibt es mir bitte gerne rein. Und wenn euch das Video gefällt, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert kostenfrei meinen Kanal. Dann verpasst ihr nichts Neues, wenn es wieder ein leckeres Video gibt. So, ihr könnt hier sehen, das klappt ganz gut. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Streuselteig. Dann könnt ihr optional ein bisschen Wasser hinzugeben, das dann einfach noch mal weiter durchkneten und danach einfach noch mal kurz zu so einer festen Kugel formen. Aber das ist tatsächlich händeschonender, wenn ihr da so Probleme mit habt, dass ihr vielleicht nicht richtig greifen könnt, ist das tatsächlich die bessere Variante für euch. So, und wenn die Ruhezeit dann vorbei ist, können wir direkt loslegen. Vorne bei der KitchenAid habt ihr hier so einen Aufsatz, den einmal kurz aufdrehen, den Aufsatz drehend reingeben und hier rechts ist so eine Nut. Danach ordentlich wieder festschrauben, damit das auch wirklich hält. Und dann nehmt ihr ein bisschen von dem Pastateig, den ihr hergestellt habt und der geruht hat. Er kann auch alternativ in den Kühlschrank gestellt werden, funktioniert aber bei 10 bis 20 Minuten auch bei Zimmertemperatur. Und dann drücke ich ihn ein bisschen platt. Ihr könntet hierfür auch ein Nudelholz nehmen. Dann habe ich mir in einem Wegglas schon mal ein bisschen Semolamehl bereitgestellt. Dann klebt das weniger und ihr könnt es noch mal weiter platt drücken. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Manche lassen das dann durch diese erste Platte einmal durchlaufen. Die Problematik ist, dass dann der Teig immer reißt. Und da habe ich hier einen Tipp, den ich euch gleich mitgebe. Und zwar stellt ihr die KitchenAid an, auf Stufe 2 wird das immer aufgestellt und dann Stufe 1 hier bei der Teigwalze. Und dann seht ihr das hier, der Teig sieht ganz komisch aus. Also der ist überhaupt noch nicht schön homogen. Die ersten 2, 3 Male klappt ihr den Teig aufeinander. Ihr könnt es hier ganz gut sehen, der ist noch sehr porös. Einfach so Dritteln übereinander klappen, dann 90 Grad Drehung noch einmal durchgehen lassen. Hier könnt ihr schon mal erkennen, der Teig ist jetzt schon nicht mehr rissig. Und dann noch mal bis zu 3 Mal insgesamt auch noch mal dritteln und falten. Dann habt ihr hier ein richtig schönes Ergebnis. So, ich lasse es jetzt durchlaufen und dann könnt ihr wirklich den Unterschied erkennen. Beim ersten Mal unheimlich spröde und durch das Klappen, Zusammenfalten und nochmal durchlassen, habt ihr dann ein viel besseres Gerüst, also ein besseres Glutengerüst und eine stabilere Pasta, so dass ihr damit dann auch arbeiten könnt. Danach macht ihr die Stufen einfach immer einmal höher, also jetzt ist die Stufe 2. Lasst den Teig einmal durchlaufen und wenn ihr merkt, der Teig wird klebrig, immer wieder ein bisschen Mehl hinzugeben, dann eine Stufe höher stellen und wieder durchlaufen lassen. Ich habe jetzt hier sicherheitshalber schon mal ein bisschen Mehl hinzugegeben und streiche das ein. Wenn möglich, immer mit der runden Seite, also die Seite, die so ein bisschen hervorguckt, einmal reingeben. Das macht das Ganze wirklich einfacher. Und ihr könnt sehen, schaut mal, wie schön groß und gleichmäßig die Platten werden. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, der Teig, der wird irgendwie viel zu lang zur Handhabe, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch eben einmal halbieren und dann einfach weitermachen. So ist es nicht anstrengend und ihr kriegt in jedem Fall schöne Platten daraus. So, hier einmal kurz gegendrücken und auch wieder laufen lassen. Falls ihr die Herausforderung habt, dass vorne die Spitze
ein bisschen zu spitz ist für die Lasagneplatten jetzt zum Beispiel, dann könnt ihr das Ganze abschneiden, zur Seite legen, luftdicht wieder und dann könnt ihr das später wieder mit dem anderen Teig hineinarbeiten. Die Lasagneplatten sind bei mir am besten auf Stufe 6 bis 8 geworden. Also, ich fand tatsächlich die Stufe 7 immer am besten. Guckt einfach, wie ihr sie haben wollt. Ihr müsst immer bedenken, die Nudeln quellen später beim Kochen noch mal auf. Die werden also dicker. Das heißt, ich fand es eigentlich perfekt als die Lasagneplatten, wenn ich dahinter meine Hand gehalten habe und ich leicht meine Hand durchsehen konnte. So, hier halbiere ich das Ganze, weil ich merke, Mensch, das wird mir jetzt einfach zu lang, das ist dann anstrengend. Und ich möchte ja, dass wenn ich schon etwas selber zu Hause mache und das genießen möchte, dann soll es einfach sein. Und deswegen halbiere ich mir das jetzt hier gerade mit der Teigkarte. Das könnt ihr weniger gerade oder mehr machen. Ich habe jetzt hier einfach die Metallteigkarte, die passte von der Breite her ganz gut. Und ich muss tatsächlich gestehen, bei uns zu Hause habe ich ganz selten mal Lasagne gemacht, weil ich das immer per Hand ausrollen musste. Und das ist unheimlich anstrengend, wenn ihr mit dem Nudelholz Lasagneplatten selber macht. Und bei mir ist halt einfach die Herausforderung, ich mag Lasagne total gerne, aber nicht mit den gekauften Lasagneplatten. Und das ist wirklich ein riesengroßer Unterschied. Im Prinzip von den Zutaten her eigentlich komplett gleich. Es schmeckt aber wirklich anders. Also testet das unbedingt mal aus. Bei uns gibt es nur die selbstgemachte Lasagne. Also da wird die Bechamel selber gemacht, die Bolognese wird selber gemacht, je nach Geschmack mit oder ohne Fleisch. Aber die selbstgemachten Lasagneplatten, die sind einfach unschlagbar. Das ist so lecker. Schreibt mir doch auch gerne mal in die Kommentare, welches Rezept ihr da am liebsten mögt. Und ich werde euch natürlich auch noch mal schöne Tortellini und Ravioli zeigen. Dann kommen noch Bandnudeln, sind schon in Arbeit. Also richtig leckere Rezepte. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr davon am liebsten mögt, welche Variante. Dann gucke ich mir das gerne auch noch mal an. So, die Lasagneplatten sind fertig. Auf die gewünschte Größe einfach eben zuschneiden. Ihr seht, das geht ganz einfach mit der Teigkarte. Ihr könntet auch sonst mit so einem Rädchen da lang gehen. Das würde genauso gehen. Einfach abzuziehen, ihr seht es, super einfach. Ich lasse das dann auf der Arbeitsfläche einfach trocknen. Ihr könnt es theoretisch auch auf einem Handtuch legen, wieder ein Handtuch drauf, falls ihr keinen Platz habt und da drauf trocknen. Da finde ich aber dann tatsächlich, wenn man das dann abzieht, hat man manchmal das Problem, auch wenn man gute Handtücher hat, dass da so ein bisschen was von abgeht. Aber testet es mal aus. Ansonsten könnte man es alternativ auch auf dem Pastaständer trocknen. Wir sehen uns in diesen Videos wieder. Ich freue mich schon riesig auf euch und sende euch ganz liebe und herzliche Grüße. Eure Emma.